Guten Tag, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur ZDF-Umschau. Sie wissen, die Vereinten Nationen haben dieses neue Jahr 81 zum Jahr der Behinderten ausgerufen. Unter dem Motto Einander verstehen, miteinander leben wird weltweit mehr Aufmerksamkeit für die Behinderten und ihre Probleme gefordert. Das ist sicher auch nötig. Allein bei uns in der Bundesrepublik leben, so schätzt man, weit über 3 Millionen Behinderte. Und es werden immer mehr. Denken Sie an die vielen Verkehrsunfälle, denken Sie an die Arbeitsunfälle. Mehr Aufmerksamkeit für die Behinderten. Beobachtungen aus der Sendung Länderspiegel. Oh, das krieg ich ja nicht mehr rein. Oh, das geht nicht. Nee. Oh. Oh. Freundliche Hilflosigkeit wie bei diesem jungen Mann gegenüber dem Behinderten. Vielleicht erkennen wir uns da wieder. Es gibt aber auch Menschen, die sich die Betreuung von Behinderten zum Beruf gemacht haben. Ein Bericht aus einer Frankfurter Klinik. Gelähmt sind die Hüftstrecker, Kniebeuger und die Unterschenkelmuskulatur. Der Rumpf ist in der Sagittalebene frei beweglich. Dabei führen nur die Adduktoren die Streckbewegung an der Hüfte aus. Aus- und Fortbildung wird hier im Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus in Frankfurt großgeschrieben. Zweimal wöchentlich treffen sich die 23 Krankengymnasten zu Videovorführungen, Fachreferaten oder Diskussionen. Wie man sieht, ein ausgesprochener Frauenberuf, nur jeder 12. ist ein Mann. Einer von ihnen ist Kurt Niklas, von Hause aus Diplom-Sportlehrer mit einer zusätzlichen Ausbildung zum Krankengymnasten. Eine seiner Hauptaufgaben hier in diesem Unfallkrankenhaus ist die Arbeit mit Querschnittgelähmten. Volle Streckung. Bei seiner Tätigkeit kommt es darauf an, noch vorhandene Bewegungsmöglichkeiten der Patienten zu trainieren und weiter auszubilden. Eine Aufgabe, für die es viel zu wenig Leute gibt. Krankengymnasten sind bei uns Mangelware. Es fehlt an Ausbildungsplätzen, für die man lange Wartezeiten in Kauf nehmen muss. Die Ausbildung selbst dauert 3 Jahre, Voraussetzung mittlere Reife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die beste Ausbildung aber deckt nicht alles ab, was man für diesen Beruf braucht. Bei den meisten von diesen Behinderten nämlich liegt die Ursache ihrer Krankheit noch nicht allzu lange zurück. Viele durchleben täglich Phasen der Depression und tiefer Verzweiflung. Herr Niklas, Sie haben einen Beruf, der sehr viel Einfühlungsvermögen verlangt. Psychologie aber findet in der Ausbildung zum Krankengymnasten so gut wie nicht statt. Ist man da nicht einfach oft überfordert? Sie haben recht, in der Ausbildung wird es also zurzeit noch nicht so erfasst. Früher war das überhaupt nicht üblich. Man muss sich praktisch empirisch an den Patienten herantasten. Aber man muss auch wiederum sagen, dass
sehr viel Einfühlungsvermögen vorausgesetzt werden, Kontaktfreudigkeit, Eingehen auf den Patienten, Geduld. Das sind alles Merkmale, die eigentlich einen Psychologen ausmachen. Aber trotzdem, es wäre gut, wenn man das bei der zukünftigen Planung noch mehr berücksichtigen würde. Und Schulterblätter versuchen zusammenzunehmen. Sehr gut. Und wieder entspannen. Machen wir es noch einmal. Hochstemmen, Hinterkopf herausziehen, Schulterblätter zusammen und locker ab. Und jetzt gehen wir mal in den Zuschwunggang über. Ja, nicht zu lang. Dieser Querschnittgelähmte ist seit 8 Monaten hier. Er stürzte bei seiner Arbeit als Zimmermann vom Dachstuhl in einen Treppenschacht. Kurt Niklas hat sich auf diese Gangschule für Querschnittgelähmte spezialisiert. In seiner Freizeit kümmert er sich zusätzlich um den Frankfurter Verein für Rollstuhlfahrer, den er selbst gegründet hat. Ja, und jetzt zurück. Insgesamt ein Beruf, der sehr viel Freude macht, natürlich aber auch seine Probleme hat. Auch wenn der Stellenwert der Krankengymnastik als medizinische Therapie immer weiter wächst, lässt er vielerorts doch noch zu wünschen übrig. Was ist eigentlich schwieriger, der Umgang mit den Patienten oder der mit den Ärzten, die hier mit Ihnen arbeiten? Sehr heikle Frage, aber ich kann für dieses Haus sagen, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Man weiß es.